Stell dir vor, Tanja ist heute gar nicht erst im Büro erschienen. Das ist ja interessant. Vielleicht hat sie Angst gekriegt. Schließlich muss sie doch damit rechnen, ins Gefängnis zu kommen. Mann, für Daniel bin ich doch bloß ein dummes Küken. Naja, du bist ja auch erst 16. Na und? Ich werde ihm beweisen, dass ich kein Kind mehr bin. Ach, Sie meinen Frau Schneider? Ich befürchte, sie lässt sich nur noch von Ihnen behandeln. Ich habe nichts dagegen. Ich habe schon gemerkt, dass Sie gut miteinander auskommen. Ja, sie ist ja auch ausgesprochen reizend. Das sehe ich genauso. Ich würde mir wünschen, auch mal einen Mann kennenzulernen, mit dem ich mich auf Anhieb so gut verstehe. Mein Mann war gestern Nacht in Luxemburg. Dann raten Sie doch mal, wo ich heute Nacht war. In Luxemburg. Ich muss sagen, Martin ist ein ziemlich guter Liebhaber. Die Sprache verschlagen? Mein Mann würde sich niemals mit Ihnen einlassen. Niemals. Och, das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich glaube Ihnen kein Wort. Dann lassen Sie es doch einfach. Aber überlegen Sie mal, Beatrice. Er hat mich nicht gefeuert, obwohl ich 1,5 Million unterschlagen habe. Das ganz große Schweigen. Er weiß ja gar nicht, dass ich es nicht war und Sie mir das Ganze untergeschoben haben. Unter uns gesagt, es war nicht schwer, ihn rumzukriegen. Normalerweise merke ich sowas. Aber Sie waren mal verheiratet. Aus Konventionen oder, wenn Sie so wollen, aus Feigheit. Ich habe ziemlich lange gebraucht, bis ich meine sexuelle Veranlagung akzeptieren konnte. Unglaublich. Ich hätte schwören können, dass Sie sich ausschließlich für Frauen interessieren. Also normalerweise gehe ich damit nicht gerade hausieren, aber da Sie ja selbst auch schwul sind. Tja, ich glaube, ich mache jetzt Schluss für heute. Wiedersehen. Tschüss. Ach, und machen Sie sich nichts draus. Die meisten halten mich für heterosexuell. Ich habe kein Problem damit. Nur Charlie wird ein Problem damit haben. Diese Aktion mit Daniel im Club war echt super peinlich. Findest du eigentlich, ich sehe wirklich so jung aus? Hallo? Hä? Nee, uralt. Wie 40, würde ich sagen. Kann man nicht einmal vernünftig mit ihr reden? So, ich muss jetzt zurück zu meiner Zivi-Stelle. Die haben schon Sehnsucht nach mir. Worauf wartest du dann noch? Hey, ich bin ja schon weg. Kommt schon. Ciao. Tschüss. Vielen Dank. Was denn? Der hatte doch sowieso keine Zeit mehr. Ja, trotzdem brauchst du ihn ja nicht gleich wegzujagen. Können wir uns zur Abwechslung vielleicht auch mal wieder auf mich konzentrieren? Also ich kann nichts dazu, dass Daniel dich für ein kleines Kind hält. Dann hilf mir, dass sich das ändert. Hi. Hi. Hey, Lisa. Hallo. Na? Und, wie war die Vorlesung? Oh ja, ging so. Hier, ich habe alles mitgeschrieben. Oh, klasse. Ohne dich wäre ich echt aufgeschmissen. Was hat die denn, was ich nicht habe? Du kennst sie doch so gut, oder? Ja und? Wie hat sie es denn damals angestellt, Daniel rumzukriegen? Keine Ahnung, ich war nicht dabei. Kannst du es nicht mal rauskriegen? Was, ich soll Gabriella ausspionieren? Jetzt vielleicht noch lauter. Stell dir einfach ein paar kleine Fragen. Ganz unauffällig. Klar. Und wie soll ich das machen? Du schaffst das schon. Du hast das sonst auch immer so geniale Ideen. Du hättest mal ihr Gesicht sehen sollen. Die wird nicht nochmal versuchen, mich reinzulegen. Also du bist wirklich unglaublich. Dem treuen Ehegatten einfach eine Affäre anzudichten. Wer versucht, mich anzugreifen, sollte sehr vorsichtig sein. Ich habe mich so weit in die Familie reingeschlichen. Ich lasse mir jetzt nicht von der Alten den Plan kaputt machen. Aber der arme Mann kann doch gar nichts dafür, dass seine Gattin dich reinlegen wollte. Na und? Pech gehabt. Hoffentlich geht der Schuss nicht nach hinten los. Keine Angst. Herr von Ballenbach wird nicht begeistert sein, als Ehebrecher diffamiert zu werden. Gerade von dir. Männer sind eitel. Vielleicht fühlt er sich ja sogar geschmeichelt. Es gibt eine mittlere Ehekrise, aber sonst nichts.
Beatrice kocht vor Eifersucht und sie wird Fehler machen. Verlass dich drauf. Da bin ich wieder. Hallo, Schatz. Hallo. Na, wie war es in Luxemburg? Ich war völlig umsonst da. Aber jetzt brauche ich erst mal einen Kaffee. Es war also nichts Besonderes? Nein, wieso? Nichts, was du mir berichten möchtest. Doch, da wäre schon etwas, aber... Diese kleine Affäre? Wie du siehst, bin ich bestens informiert. Tanja hat? Tanja! Also doch. Du hast gemerkt, dass Geld fehlt und hast mir keinen Ton gesagt. Beatrice, was regst du dich so auf? Ich wollte erst mal prüfen. Prüfen? Oh, dieses Flittchen. Sie hat sich an mich rangemacht. Verdammt nochmal, wie konntest du nur auf sie reinfallen? Moment. Du bist für nichts und wieder nichts mit ihr ins Bett. Und das alles nur wegen dieser blöden Unterschlagung. Sag mal, bist du verrückt geworden? Ich war nicht mit Tanja. Woher weißt du eigentlich von der Sache? Würdest du mir bitte antworten? Beatrice, hast du mir etwas zu sagen? Danke, Jasmin. Ich gehe dann in die Mittagspause, ja? Aha, ist okay. Tschüss. Um dann noch mal auf deinen Kollegen zu sprechen zu kommen. Stockschwul. 100 Pro. Ja, ausprobiert habe ich es nicht, falls du das meinst. Die Frage ist nur, wie Charlie darauf reagiert, wenn sie es erfährt. Sie wird's verkraften, schätze ich. Ganz so locker sehe ich das nicht. Meinst du, sie hat sich wirklich in ihn verliebt? Ja, das spricht einiges dafür. Die Arme. Auf jeden Fall müssen wir sie vorwarnen. Und am besten, bevor sie sich mit ihm trifft. Klar. Oh, das wird schwierig, schätze ich. Die beiden sitzen schon längst zusammen im Bistro. Oh nö. Hoffen wir mal, dass Charlie nicht allzu flirtaktiv ist. Darauf würde ich eher nicht hoffen. Vielleicht können wir ja noch das Schlimmste verhindern. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss. Na los, die Gelegenheit ist super günstig. Mann, muss das wirklich sein? Denk an unseren Plan. Wenn du mir bei Daniel hilfst, dann helfe ich dir bei Felix. Okay. Aber sieh zu, dass du Land gewinnst, ja? Ich kann das nicht, wenn ich beobachtet werde. Zahlen. Hi. Hi. Darf ich? Ja klar, setz dich ruhig. Und, wie geht es dir? Naja, wie es einem halt so geht. Aha, was ist denn los? Ach, ich hab so ein bisschen Liebeskummer. Oh, Also, weißt du, das ist ein total süßer Junge und ich komme aber irgendwie nicht richtig weiter bei ihm. und wer ist es? Ach, den kennst du nicht. Kannst du mir vielleicht einen Tipp geben? Ja, wie denn, wenn ich ihn nicht kenne? Na, du hast doch mehr Erfahrung als ich. Wie war das denn damals bei dir und Daniel? Bei Daniel und bei mir. Tja, Ja, ich meine, wie hast du ihn erobert? na, eigentlich war ich total schüchtern. Eher so wie ein kleines Mädchen. Und darauf ist er abgefahren? Das kann man so nicht sagen. Ja, das musst du mir jetzt schon genauer erklären. Naja, es hat sich halt langsam entwickelt. Schön. Und wie? Alexa, dafür gibt es kein Rezept. Entweder es knallt oder es knallt halt nicht. So ist das in der Liebe. Oh, spannendes Thema, hm? Ja, ich muss jetzt leider weg. Ich muss noch mal ein bisschen arbeiten. Also, schönen Tag noch, ne? Tschüss. Ciao. Na? Hast du dir Tipps geben lassen wegen Felix? Wegen Daniel. Was sollte ich denn machen? Mir blieb doch gar keine andere Wahl. Das ist nicht dein Ernst, Beatrice. Du hast das Geld überwiesen von Tanjas Rechner aus? Also, ich bin sprachlos. Irgendwer muss diesem Miststück doch Einhalt gebieten. Beherrsch dich bitte. Tanja hat dir nichts getan. Was wirfst du überhaupt vor? Sie ist falsch. Durch und durch falsch. Ein falsches Spiel treibst ja wohl du. Wie kannst du ihr so etwas in die Schuhe schieben? Also, ich fasse es nicht. Du hättest ihr ganzes Leben ruinieren können. Oh, Entschuldigung, ich habe nur ein paar Unterlagen vergessen. Und ich will dir noch etwas sagen, Beatrice. Ich glaube, dass du ganz einfach nur eifersüchtig bist. Dass Tanja diesen Journalisten informiert hat, das habe ich mir doch nicht eingebildet, oder?
Und dass sie eben mal behauptet, mit dir geschlafen zu haben, das spricht auch nicht gerade für sie. Das hat sie doch nur getan, um dich zu provozieren. Ah, du findest das in Ordnung? Ich bin mit Tanjas Methoden ebenso wenig einverstanden wie du. Na, immerhin etwas. Aber was du dir geleistet hast, ist schlicht und einfach kriminell. Also Franziska und du, ihr habt einen Deal abgeschlossen, euch gegenseitig Freunde zu angeln. Ja, wir sitzen doch beide an der Quelle. Ich wohne hier mit Daniel in der WG und Franzi... Die wohnt bei Felix. Genau. Mhm, verstehe ich. Sowas Verrücktes. Wieso? Ich helfe Franzi, Daniel besser kennenzulernen und umgekehrt hilft sie mir mit Felix. Ist doch okay, oder? Danke. Na ja, und? Wie sieht diese Hilfe so aus? Wir versuchen erstmal systematisch Informationen zu sammeln. Was die Jungs so mögen. Es tut mir leid. Hast du eine bessere Idee, wie ich an Felix rankomme? Der beachtet mich doch gar nicht. Naja, und Franziska? Ist sie da wirklich so eine große Hilfe? Naja, bisher hielt sich ihr Einsatz noch in Grenzen. Also mit anderen Worten, sie erfüllt die Vertragsbedingungen nicht. Nein. Aber das wird schon. Jetzt habe ich erstmal Gabriella interviewt, auf was Daniel so steht und... Und was hast du so rausgefunden? Er fliegt auf schüchterne Mädchen. Ja, echt? Das hat sie mir gerade gesagt. Er hat sich damals in sie verliebt, weil sie so schüchtern war. Und du bist sicher, dass das Ganze funktioniert? Ja, habe ich eine andere Wahl? Nö. Aufgefordert. Und als er es schließlich merkte und den Kunden darüber aufklärte, sagte der, dann kämen die Bilder für ihn nicht in Frage. Am besten du rufst Feueralarm. Tolle Idee. Komm, dann müssen wir jetzt durch. Los. Hallo ihr beiden. Hallo. Entschuldigt die Störung. Was kann ich für euch tun? Kann ich dich bitte mal kurz sprechen? Jetzt? Es ist was Persönliches. Es hat doch sicherlich bis später Zeit, hm? Es ist wirklich wichtig. Verzeihen Sie, aber mir fällt gerade auf, dass ich noch einen Hausbesuch machen muss, ganz dringend. Tja, also die Galerie läuft uns ja nicht weg. Ich rufe Sie an, Frau Schneider, ja? Wiederschauen. Die Herren, Tschüss. wiederschauen. Ihr habt ihn vertrieben. Na wunderbar. Sei froh. Seid ihr denn noch Bescheid? Merkt ihr überhaupt nicht, wenn ihr ausnahmsweise mal überflüssig seid? Ich glaub es nicht. Da sitze ich einmal mit einem charmanten, intelligenten, ausgesprochen gebildeten Mann, der auch etwas von Kunst versteht, ist so überaus freundlich und schwul. Aus der Traum. Frau von Anstetten, Herr von Beinbach möchte Sie dringend sprechen. Okay, danke. Hallo. Ah, da sind Sie. Die Geschichte mit der Geldüberweisung hat sich aufgeklärt. Na also. Meiner Frau ist da ein kleines Missgeschick unterlaufen. Ich habe das Geld zurücktransferieren lassen. Sie sind also völlig unschuldig. Ne, sowas kann ja mal passieren. Der Fehler meiner Frau rechtfertigt Ihr Verhalten allerdings in keiner Weise. Wie können Sie es wagen zu behaupten, dass ich mit Ihnen eine Affäre... Das war falsch von mir, ich weiß. Ach, mehr haben Sie dazu nicht zu sagen? Martin, ich habe mir das nur ausgedacht, um meine Unschuld zu beweisen. Mit derart zweifelhaften Methoden? Ja, es war ein totaler Schock für mich. Ich habe mich schon im Gefängnis gesehen. Ich meine Unterschlagung von einer halben Million, ich bitte Sie. Können Sie mir nicht verzeihen? So einfach ist das nicht. Sie sind wirklich zu weit gegangen. wieso habe ich nur immer so ein Pech? Da treffe ich einmal einen Mann. Sag jetzt nichts Schwulenfeindliches. Ihr seid einfach zu nett, zu gut aussehend, zu warmherzig. Nein, das übertreiben wir nicht. Nee, jetzt lass sie doch weiterreden. Zu kultiviert, eben schwul. Dabei habe ich so viele homosexuelle Bekannte. Ich hätte schwören können, dass ich einen Blick dafür habe. Also wenn es dich beruhigt, wir haben auch nichts gemerkt. Aber wäre es unter den Umständen nicht besser, den Galeriebesuch abzusagen? Ja, ich möchte Goldmännchen nicht enttäuschen. Ich meine ja nur, Goldmännchen wird's bestimmt verkraften.
Ja, aber warum? Ich meine, er ist ja ein reizender Mann. Das ist ja nicht das Problem. Ich mag ihn. Es gibt keinen Grund abzusagen. Wie du meinst. Immerhin bist du alt genug. Danke, dass du mich daran erinnerst. Aua! Wisst ihr was? Ich gehe jetzt shoppen. Wenn ich schon mit einem Mann ausgehe, der nichts von mir will, möchte ich wenigstens umwerfend aussehen. Ja, dann viel Spaß dabei. Angelo, ich komme heute Abend noch mal vorbei, ja? Das ist schön. Eins muss man Charlie lassen. Sie ist echt souverän. Hoffentlich nimmt sie es wirklich so leicht. Ich soll die Schüchterne spielen. Gabriele hat gesagt, dass es bei ihr damals funktioniert hat. Die Schüchterne. Komm, jetzt stell dich nicht so an. Okay. Hallo. Hi. Bist du erkältet? Nein, mir geht's gut. Sicher? Ganz sicher. Gut, ich muss nämlich los. Schade. Ja, ich muss zum Boxen. Da fällt mir ein, ich gehe am Wochenende zu einem Boxkampf, Europameisterschaft. Soll ich dir eine Karte mitbesorgen? Zum Boxen? Ich weiß nicht. Ja, war nur ein Angebot, ich dachte, du interessierst dich dafür. Naja, dann nicht. Also, mach's gut, ja? So ein Mist. Hallo. Ich suche meine Aktenmappe. Ah, da ist sie ja. Schon wieder weg. Leider nicht für immer. Nur damit es nicht zu Missverständnissen kommt. Ich bin weder an Ihnen noch an Ihrem Mann interessiert. Aber ich warne Sie. Halten Sie sich in Zukunft aus meinen Angelegenheiten raus. Sie wollen mir drohen? Nein, nein. Ich möchte Sie nur ganz nett bitten, mich in Ruhe zu lassen. Das könnte Ihnen so passen. Ich weiß zwar nicht, welche Intrige Sie hier planen, aber ich werde alles tun, damit Sie damit nicht durchkommen. Hat Ihnen mein kleiner Denkzettel nicht gereicht? Sie werden an Ihrer eigenen Bösartigkeit scheitern. Oh, da wäre ich vorsichtig, Beatrice. Ich könnte Sie anzeigen. Immerhin wollten Sie mir eine Straftat unterstellen, auf die einige Jahre Gefängnis steht. Ohne Beweise. Ich bin sicher, mein Mann wird immer für mich aussagen. Mit einem Meineid lebt nur niemand gern. Schon gar nicht ein Mann wie Ihr grundehrlicher und hochmoralischer Martin. Also ich verstehe das nicht. Charlie ist so attraktiv. Sie müsste eigentlich zig Verehrer an jedem Finger haben. Da müssen wir uns eben noch mal für sie umschauen. Oh, Oliver. Du weißt, Charlie hat keinen Bock auf Verkupplungsversuche. Wie wär's denn zum Beispiel, wenn wir sie zu einem Basketballspiel einladen? Was? Was soll sie denn da haben? Ach Mensch, Tom, worüber reden wir denn die ganze Zeit? Männer kennenlernen? Okay. Wenn du einen Basketballspieler findest, der die Oper liebt und gleichzeitig moderne Kunst, dann ist alles okay. Okay. Na, Hey. seid immer noch da? Naja, ich würde eher sagen, schon wieder. Wir dachten uns, du könntest vielleicht eine kleine Aufmunterung gebrauchen. Na, sehr lieb von euch, Angela. Aber ich war so im Kaufrausch heute Nachmittag. Ich bin auch ganz benommen. Ah, dann wirst du morgen ja einen ordentlichen Kater haben. Ja. Mein Konto wird sich nicht so schnell davon erholen. Aber ich bin ohne Reue. Ihr seht also, es geht mir prächtig. Sicher. Sicher. Na denn. Na denn wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Okay. Nein, nein. Das geht aufs Haus. Hey, Dankeschön. Meine Tante Charlie. Also ihr zwei, schlaft gut. Du auch. Tschüss. Ciao. Das war ja wohl der Reinfall des Jahrhunderts. Wie konnte ich nur so bescheuert sein? Beruhig dich wieder. Mann, ich und die Schüchterne spielen. Das passt ja so gut zusammen wie Senf mit Schokolade. Komm, nicht aufgeben, ja? Deine Stunde kommt schon noch.
Aber nicht mehr als piepsendes kleines Küken. Das nächste Mal trete ich als Vamp auf. Aber sonst geht's dir gut. Mann, du musst unbedingt nochmal mit Gabriela reden. Und alles über Daniel rauskriegen, was überhaupt nur geht. Wie wär's, wenn du das mal selber machst? Hi. Habe ich mir noch gedacht, dass ich euch hier finde. Hallo. Jetzt hast du uns ja gefunden. Mann, ich wollte euch bloß fragen, ob ihr heute Abend mitkommt. Wohin? In so einen Club hier ganz in der Nähe. Da tritt heute Abend eine echt coole Band auf. Ein andermal gern, aber heute lieber nicht. Wir müssen noch was super Wichtiges besprechen. Alex und ich. Ach so. Guten Abend. Guten Abend, Henning. Auch ein Espresso? Danke. Martin, entschuldige, wenn ich dich so direkt drauf anspreche, aber euer Streit heute Nachmittag. Kann es sein, dass der was mit mir zu tun hatte? Wie kommst du denn darauf? Naja, jetzt wo ich hier eingezogen bin, könnte es doch sein, dass ich euch doch störe. Henning, du gehörst zur Familie. Bei unserer kleinen Meinungsverschiedenheit ging es um etwas ganz anderes. Klein ist gut. Ja, das passiert, wenn man plötzlich zwischen den Fronten steht. Ja, ein dummer Streit zwischen Beatrice und Tanja. Ach, wenn ich irgendwie vermitteln kann? Das ist wirklich nicht nötig. Ich kenne Tanja. Der muss man nur ab und zu den Kopf zurechtrücken. Mir wäre am liebsten, ich würde von der ganzen Angelegenheit überhaupt nichts mehr hören. Mach dir mal keine Sorgen. Ich werde das schon hinkriegen. Tschüss. Bis später. Tschüss. Glaubst du, du kannst Gabriela bald noch mal treffen? Bist du eigentlich komplett wahnsinnig? Da habe ich endlich mal die Gelegenheit, einen Abend mit Felix zu verbringen und du vermasselst es. Das war vielleicht wirklich nicht so geschickt von mir. Aber du bist so egoistisch. Du denkst immer nur an dich. Entschuldigung. Toll. Das bringt mir jetzt auch nichts mehr. Hey, ich kann jederzeit ein Treffen mit Felix managen. Das ist überhaupt kein Problem. Heute Abend wäre es so gegangen. Ohne dein blödes Management. Mann, Alexa, ich habe das doch nicht extra gemacht. Ich habe nur abgesagt, weil ich gehofft hatte, wir könnten uns noch was wegen Daniel ausdenken. Eben, Mensch, Daniel! Du denkst immer nur an dich. Dieser Scheiß-Deal funktioniert sowieso nicht. Felix will nichts von mir. Das stimmt doch gar nicht. Doch! Und Daniel will nichts von dir. Hast du es kapiert? Damit müssen wir uns halt abfinden. Beatrice, ich kann deinen Ärger ja verstehen. Das glaube ich kaum. Ach, lass uns doch eine Lösung finden, die allen Beteiligten entgegenkommt. Schau mal, Tanja war heute Nachmittag bei mir und hat sich für ihr dummes Verhalten entschuldigt. Oh, das ist ja interessant. Eben hat sie noch vor mir gestanden und mich ausgelacht. Ach, das glaube ich nicht. Sag mal, wie naiv bist du eigentlich? Sie hat dich längst eingewickelt. Merkst du das nicht? Naja, so ganz unschuldig bist du ja auch nicht. Du reagierst hysterisch und siehst überall Intrigen von Tanja. Martin, wenn du ihr mehr vertraust als mir, ist das das Ende unserer Ehe.